Die Arbeit ist entstanden 1987 in Paris. Das ist ein Siebdruck, aufgebaut auf einem modularen System. Das Bild besteht aus zwei Modulen, aus diesem, was so kreisförmig ist, und dann eines, was so eher Balkencharakter hat. Und diese Module sind am Computer erstellt. Die Siebe waren klein, 30 x 30 cm. Hat auch damit zu tun gehabt, dass ich nicht das Geld hatte für ich wollte große Formate machen, hatte aber nicht das Geld für die großen Siebe. Deswegen das modulare System, das konnte ich dort am Fußboden drucken, auswaschen konnte ich es in der Dusche. Also es hat dann oft auch ganz profane, praktische Gründe. Die Rasterung ist eben extrem grob. Das war die Auflösung, die die Maschinen damals hatten. Der Raster ist eben nicht wie ein Zeitungsraster der 60er Jahre, also wo du ein völlig unregelmäßiges Gefüge der Bildpunkte hast, sondern es ist eine ganz klare Matrix. Du hast ganz klar eine vertikale und horizontale Gliederung und dann ist an einer Stelle eben Farbe oder keine Farbe. Also es ist eben 0,1, diese digitale Struktur. Und das ist schon ein Aspekt, der mir damals wichtig war, also mit einer Oberfläche zu arbeiten, die auch repräsentativ ist für einen ganz bestimmten Zeitpunkt. Es ist auch ein Objekt, es ist nicht flach, sondern es changiert zwischen Skulptur und Bild. Diese Illusion von einem Bildraum hat auch immer eine Rolle gespielt in meiner Arbeit, also diese Illusion von Tiefe. Das hat zum einen zu tun mit dem Problem der Malerei, zum anderen aber auch mit Computerspielen. Ich habe begonnen, 1984 mit Computern zu arbeiten. Also 1984 sind die ersten Grafiksysteme aufgetaucht, die man sehr intuitiv nutzen konnte. Also wo es nicht notwendig war, irgendwelche Programmiersprachen zu kennen oder sich durch komplexe Programme zu navigieren. Und ich habe so eine Maschine, Macintosh, zum ersten Mal auf einer Büromaschinenmesse gesehen, 1984. Und das war schon eine völlige Überraschung, weil auf einmal war da diese Kiste, die sehr leicht zu bedienen war und mit der man Bilder erzeugen konnte. Und es war dann eigentlich ziemlich klar, dass man sich in die Richtung bewegen wird. Diese Tendenz, den Bildrahmen zu sprengen oder zumindest die Kontur des Bildes zu reflektieren, spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle in der Minimal Art. Das ist irgendwie eine Konzeption, die ganz stark aus den 60er Jahren kommt und die auch sehr wichtig ist. Ich habe mich zudem auch begonnen, in den frühen 80er Jahren sehr stark für Architektur zu interessieren, im Besonderen für Filmarchitektur. Und die Filme, die besonders attraktiv waren Filme aus den 20er und frühen 30er Jahren, also deutscher expressionistischer Film und da wieder im Speziellen Fritz Lang. Bei Metropolis war es so, dass er die Komparsen als Ornament verwendet hat. Also bei Metropolis ist diese Rolle zwischen Individuum, Architektur und Ornament so ein Faden, der sich durch den ganzen Film zieht. Bei den Arbeiten spielt natürlich Ornamentik und Wiederholung eine Rolle. Also dieser Vorhang für den Nachtclub Mavo ist glaube ich, aus demselben Jahr oder ein Jahr später wie das Bild, hat auch genau denselben Aufbau. Vorhang war mir sehr angenehm, weil das ist so ein Hybrid zwischen Bild und Architektur, also ähnlich wie Paravent. Und das sind dann auch lauter Objekte, die ich über die Jahre benutzt habe. Ja, durch dieses Arbeiten mit Modulen und durch das Interesse für Architektur war es naheliegend, das Bild auf die Wand auszudehnen. Und der nächste Schritt war dann, das auf den ganzen Raum zu erweitern. Die Arbeit damals für die Documenta 9, das war eine Installation im Entree, in der Eingangshalle. Das Motiv ist eben die Ameise, die eine Art von Ornament bildet. Installation 2010 in der Schirn war eine Projektion auf alle 4 Wände
und dadurch lässt sich eben, was davor eine Tapetenstruktur war, dynamisieren. Es gab immer ein großes Interesse an Technik. Also das hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt in meiner Arbeit, mit Techniken zu arbeiten, die irgendwie Neuland beinhalten. Vielleicht ist es auch ein Phänomen meiner Generation. Also ich habe als Kind gesehen, wie man am Mond gelandet ist.